Die PKK ist in Deutschland, der EU, den USA, der Türkei und in vielen weiteren Ländern verboten, weil diese dort als Terrororganisation eingestuft wurde. Das Wort Terror kommt vom Wortstamm Schrecken verbreiten. In der Tat hat die PKK in den letzten 40 Jahren Schrecken verbreitet, indem sie Bombenanschläge in der Türkei verübt hatte. In dieser Zeit kamen bisher über 40.000 Menschen ums Leben. Das ist der Grund, warum die PKK zur Terrororganisation erklärt wurde. Durch Operationen im Norden des Irak verhinderte die Türkei zahlreiche Anschläge der PKK gegen die Türkei. Zivile Opfer wurden so auf ein Minimum begrenzt. Schon sehr früh wurde die PKK, die an der Türkei gegründet wurde, über die Grenzen zum Irak gedrängt. In den Bergen von Kandil organisieren sich die PKK-Terroristen in eigenen Höhlen und Camps. Die PKK wurde durch Abdullah Öcalan 1978 gegründet. Das Ziel der PKK ist, die Türkei zu besetzen, um einen kurdischen Staat zu gründen. So jedenfalls ihre Propaganda. In Wirklichkeit ist die PKK marxistisch-leninistisch orientiert, hat also die Regierungsform der russischen Sowjetunion als Vorbild. Die PKK strebt das seit der Gründung mit Waffengewalt an. Leidtragende sind bis heute auch die Kurden selbst. Deshalb kämpft das türkische Militär, bestehend auch aus Kurden, zum Schutz der Bevölkerung im Norden des Irak gegen die PKK-Kämpfer. Unterstützung erhält die Türkei von der autonomen irakischen Region Kurdistans, welche auch vom Süden her die PKK bekämpft. Kurden kämpfen also gegen Kurden. Die PKK bekommt aber auch Unterstützung von der EU und vor allem von den USA, welche die PKK mit Waffen beliefern. Die PKK hatte schon immer das Ziel, in Syrien einzufallen. Deshalb hatte die Türkei bereits 1998 mit der syrischen Regierung eine Schutzzone an der syrischen Grenze eingerichtet, was es der Türkei erlaubt, die PKK im Grenzgebiet von Syrien zu bekämpfen. Dieses Grenzabkommen gibt es auch mit dem Irak. Als der Syrienkrieg im Jahr 2011 begann, kam dieses Adana-Abkommen erst recht zum Tragen. Die PKK versucht mit Namensänderungen immer wieder junge Leute anzuwerben. Als BYPG oder SDF versuchen sie getarnt demokratische Werte zu verbreiten. So haben sie Teile von Syrien besetzt und lassen nicht ab, in der EU und in der Schweiz für ihre Kampfhandlungen Spenden zu sammeln, leider aber auch kleine Kinder zu entführen, um sie dann zu PKK-Kämpfern auszubilden. Das türkische Militär wird weiterhin gegen die PKK vorgehen, bis die Kurden und die übrigen 50 Ethnien des Vielvölkerstaates Türkei den Frieden wiedergefunden haben werden. Denn die Rechte der Kurden sind in der Türkei seit 2004 gegeben, was einen Freiheitskampf der PKK nicht mehr rechtfertigt. So bleibt die PKK bis dahin eine Terrororganisation.